Bernd Schörner, ja, ich habe mir die Beiträge von Ring Live angeschaut. Der hat gesagt, Wing Chun würde nichts bringen in seine Augen, und der macht sich auch über das Wing Chun lustig und über die Techniken. Ja, ich finde, das gehört sich nicht, aber ich kann den irgendwo auch verstehen, weil es gibt ja Wing Chunler, die finden alle andere Stile schlecht, und das war früher ganz intensiv, dass viele Wing Chunler dann sich über andere Stile lustig gemacht haben und gesagt haben, es gibt nur ihren Stil und nichts anderes. Ich finde halt, die gegenseitige Schlechtmacherei geht gar nicht, von der zweimal das Falsche zu machen, ist auch nicht das Richtige. Ja, ja, aber es ist dahingestellt bei den Vergleichskämpfen, wo man im Internet sieht, da dreht er dann Wing Chunler auf, die können dann gar kein Wing Chun oder so halblebig oder haben es nie richtig gelernt. Ja. Da sind die Vergleiche auch nie fair, und auch, ich habe auch schon Vergleichskämpfe gesehen, wo ein Showkampf war, wo keiner irgendwas können hat. Aber ja, ich habe früher zum Beispiel einen ganz extremen Wing Chun Lehrer gehabt. Ja. Der hat mit vielem, was er gesagt hat, recht gehabt, und der hat auch irgendwas, der hat auch positive Seite gehabt, aber die negative Seite, und ich sehe immer nur, dass er da einen Punkt Unrecht hat, dass er andere Stile schlecht gemacht hat. Da hat er zum Beispiel gesagt, als Wing Chun Meister, hohe Kicks wären nur Show, die bringen nichts. So, ja. Nur weil ein anderer Kampfstil ein ganz anderer Werk einschlägt, muss es nicht falsch sein. Ja. Und man kann nur voneinander lernen. Ja. Aber Wing Chun ist genial und sehr effektiv, und sich dann über Wing Chun lustig machen, ist halt zu denen nicht fair, die das intensiv betreiben und machen und intensiv lernen und andere Stile respektieren. Ja. Und man muss halt wieder zu dem Ursprung zurück, wo man voneinander gelernt hat. Da gibt es ja so viele MMA und Fighter, die hin. MMA ist ja Mixed Martial Arts, das ist nichts anderes als ein Neumix aus traditionellen Stilen. Ja. Und ja, klar ist das auch pionierhaft und so eine Art auffallend, wie die Wettkämpfe gestaltet. Aber da gibt es ja so viele MMA-Kämpfer, die haben in ihrem Sortiment aus Wing Chun eingebaut und haben erfolgreich auch Fights bestritten. Nicht nur auf unterer Ebene, sondern auch bis in die UFC. Dass die dann mit Chisa und Kettervorschlägen dann auch in der UFC Siege errungen haben und Weltmeister geworden sind. Ja? Also das wird halt, und das finde ich halt schade, dass viele in der MMA-Szene dann das Wing Chun immer schlecht machen. Ja, aber ist allgemein so der Aufruf, ist ja super und funny, man möchte sich über jemand anders lustig, oder super und funny, man möchte sich über einen Stil lustig, aber was für Tradition steckt dahinter. Ja, und Wing Chun ist einer von den effektivsten Stilen, lässt sich halt von der Hand zu weisen. Ja. Wenn damals mein Sifu Wing Chun dann geschrien hat, wir sind das Beste und das andere ist nichts, da sind die Schüler raus und haben es überall erzählt, und das sind natürlich von anderen Dojos die Meister gekommen und haben dann ihn rausgefordert, und der Wing Chun Sifu hat sie alle zerlegt im Zweikampf. Ja. Also, aber der war schon extrem drauf. Aber wie schon gesagt, ja, man hat auch Bruce Lee gesehen, wie es effektiv Wing Chun ist, aber der hat dann auch ganz viele andere Stile auch gemacht. Also ich finde es lieber, das Miteinander ist halt viel schöner. Anfang der 90er hat es mehrere Stände gegeben mit verschiedenen Stilen vom Verband her. Da war Karate, Judo, Aikido, Taekwondo und Kickboxer und Fechter und Boxer, und hast nicht gesehen, und haben sich gegenseitig geholfen und sind zusammengestanden als wir Familie. Ja. Und ja, da muss man schon sagen, da hat ein Wing Chun Verband damals gespalten, indem sie dann auch dann gesagt haben, wir sind besser als das andere. Ja, das ist halt,
Das ist quasi eine Note für schlechtes Verhalten, was eigentlich gegen die fernostasiatische Philosophie ist. Und wenn die anderen das jetzt richtig tun, darf man jetzt auch nicht so groß verwundert sein, wenn jetzt andere Wing Chun schlecht machen. Aber es ist halt trotzdem falsch. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, ich hoffe, der Tag wird heute besser wie gestern. Weiß nicht, wie es sich noch entwickelt, will es nicht verschreien. Ja. Haltet die Ohren steif, liebe Freunde. Lasst euch nicht ärgern. Guckt doch mal einen Film an. Wünsche euch schönes Wochenende.